Wir werden heute im Tower 300 ein farblich abgestimmten Bild bauen. Und ich erkläre euch mal kurz, was da alles so reinkommt. Wir fangen unseren Tower 300 Bild mit dem Tower 300 an. In unserer 25 Jahre Jubiläumsfarbe Hydrangea Blue. Ein Micro-Tower-Gehäuse, das maximal MATX Boards aufnehmen kann, aber trotzdem extrem große Hardware-Kompatibilität aufzeigt. Zum Beispiel passen Grafikkarten bis zu 40 cm oder 420er RIOs. Dazu kommt dann noch das Chassis Stand Kit, das die Ausrichtung des Gehäuses komplett ändert. Da maximal MATX Boards in den Tower 300 passen, haben wir uns für das AsRock B670 PG Riptide entschieden. Das haben wir netterweise von AsRock zur Verfügung gestellt bekommen. LGA 1700er Sockel, heißt Intel CPU. Und von Intel haben wir den i7-14700K bekommen. 20 Kerne, 5,6 GHz Boost, 3,4 GHz Base Clock. Auf dem Board befindet sich dann auch unser Toughram XG. DDR5 5600 MTS, 2x16er Kit in Hydrangea Blue, passend zum Gehäuse. Und als Speicher benutzen wir die MP44 M2 NVMe, die wir von Teamgroup geschickt bekommen haben. 1 TB Speicherkapazität, 7400 Read, 6500 Write. Auch später in dem Bild kommt die Sapphire Pure 7800 XT White. Komplett weiße Karte, kein RGB, 16 GB VRAM. Und für die Kühlung ist die TH420V2 Ultra ARGB Snow zuständig und ein paar CT140 ARGB Snow Lüfter, um das Gehäuse voll zu machen. Und betrieben wird das Ganze durch unser GF A3 1050 Watt Snow. Vollmodulares, goldzertifiziertes Netzteil und vor allem komplett weiß.